Hallo zusammen! In diesem Video nehme ich dich mit bei meiner Anreise nach Porto für den Camino Portugues Central. Und ich warte jetzt gerade auf meinen Zug zum Flughafen in Nürnberg. Natürlich hat er Verspätung, weshalb ich meinen Anschlusszug verpasse. Es kann ja nicht anders sein, aber glücklicherweise fährt dann in Bamberg 20 Minuten ein anderer Zug und ich komme rechtzeitig zum Flughafen. So, ich bin jetzt am Flughafen angekommen und ich gönne mir jetzt erstmal eine Pizzazunge und ich stoße auf den Camino an. Meine Zugfahrt nach Nürnberg war übrigens wieder ganz schön abenteuerlich. Und zwar hatte mein Zug erst 10 Minuten Verspätung, dann 15, dann 20, dann 25, dann 30. Den Anschlusszug war klar, dass ich verpasse. Die zweite Option an Anschlusszügen war nicht klar, ob ich bekomme. Und dann kam aber noch ein anderer Zug, eine Bummelbahn, die braucht zwar 5 Minuten länger, aber die war früher da. Und dann stand ich vor der Überlegung, nehme ich jetzt die Bummelbahn, die 5 Minuten länger braucht, oder nehme ich den bereits verspäteten Zug, der sich schon mehrmals nach hinten geschoben hat, der aber kürzer ist und 5 Minuten später ankommt. Ich habe mich dann für die Bummelbahn entschieden, weil ich mir gedacht habe, naja, Hauptsache ich bin mal im Zug nach Bamberg und in Bamberg kann ich dann immer noch weiter gucken. Und nach einem Sprint mit vollem Pilgergepäck habe ich meinen Anschlusszug dann tatsächlich noch bekommen und war dann auch rechtzeitig in Nürnberg am Flughafen. Jetzt warte ich drauf, dass ich mein Gepäck abgeben kann, frisch gestärkt. Bei meinem Rucksack, den ich hier aufgebe, habe ich mich entschlossen, ihn mit Frischhaltefolie zu umwickeln, weil ich kein Flightcover für ihn habe. Also ich habe zwar ein Flightcover, aber nur für den großen Rucksack. Und ich hatte erst überlegt, ob ich die Regenhülle nehmen soll, aber dann habe ich das Problem, dass keine Lasche mehr rausschaut, wo das Etikett befestigt werden kann. Und es ist zwar jetzt nicht die umweltfreundlichste Variante, aber gewichtstechnisch die beste Variante und auch die kostengünstigste, ihn mit Frischhaltefolie einzupacken. Und das mache ich jetzt noch und ich kann meinen Rucksack dann auch gleich abgeben und dann geht es durch den Sicherheitscheck. So, der Rucksack ist verpackt und jetzt wird er abgegeben. So, ich bin am Gate und warte auf meinen Flug. Bisher hat alles super geklappt und jetzt heißt es nur noch einsteigen und ankommen. Zum Glück war der Rest nicht so chaotisch wie das mit der Bahn vorhin und ich freue mich schon auf den Camino und morgen meinen ersten Tag in Porto. Da werde ich nochmal richtig genießen und übermorgen geht's dann los. So, ich bin nun gut in Porto angekommen und nehme den Bus in die Stadt und dann muss ich noch ein paar Minuten zu meinem Hostel laufen. Hat zum Glück alles reibungslos geklappt und auch auf den Bus musste ich nicht lange warten. Die Busfahrt kostet übrigens nur 2,50 Euro, also wirklich günstig. Direkt neben meinem Hostel habe ich noch was gefunden, wo ich jetzt noch ein Bier bekomme. Und das genieße ich und dann checke ich ein und ja, dann war es das für heute. Leider kann ich hier meine ursprüngliche Tonaufnahme nicht verwenden, da die Umgebung im Hostel zu laut war. Ich habe dir einen guten Morgen gewünscht und erzählt, dass ich dann erstmal frühstücken gehen möchte und meine Wäsche noch waschen muss von gestern und dann die wunderschöne Stadt Porto ein bisschen erkunden werde und ich mitnehmen. So, ich bin frisch geduscht, die Wäsche ist gewaschen und nun gönne ich mir erstmal ein paar Pastéis de Nata. Und dann geht es zur Kathedrale und ich hole mir den Pilgerausweis. So, ich gönne mir jetzt meine wohlverdienten Pastéis de Nata und ich bin ganz stolz, weil ich es geschafft habe, sogar auf Portugiesisch zu bestellen. Ich habe während des Fluges meine Portugiesischkenntnisse mit einem kleinen Wörterbuch ein bisschen aufgefrischt, weil ich wieder ein bisschen in die Sprache reinkommen will. Und cheers! Die Fabbrica de Nata ist direkt hinter mir und sie befindet sich direkt auf dem Weg zur Kathedrale, weshalb ich mir morgen dann für den Camino gleich ein paar
Pastéis de Nata einpacken werde. So kann ich meine Sucht noch ein bisschen stillen. Und jetzt geht's hoch zur Kathedrale. Ich zeige dir nun ein paar meiner Lieblingsplätze in Porto, allerdings ohne groß Hintergrundinformationen zu geben. Das mache ich in einem weiteren Video mit allen meinen Lieblingsplätzen in der Stadt. Da ich schon öfters in Porto war, habe ich die Stadt nämlich schon ausgiebig erkundet und kenne einige schöne Stellen dort. Aber an diesem einen Tag vor dem Camino schaffe ich das nicht. Und da ich nach meinem Camino zurück nach Porto komme, werde ich dann weitere Aufnahmen machen und alles zu einem ausführlichen Video zusammenführen. Hier oben in den Jardim do Morro nehme ich dich heute Abend zum Sonnenuntergang hin. Für mich der schönste Platz in Porto, um den Sonnenuntergang zu genießen. Wow, das ist einfach so schön und beeindruckend. In der Kathedrale von Porto habe ich auch meinen Pilgerausweis bekommen. Der kostet übrigens nur 2 Euro und morgen kann ich dann auf den Jakobsweg starten. Wenn du von Porto aus den Küstenweg gehen willst, nimmst du den Weg hier von der Kathedrale direkt hier runter zum Rio Douro. Und auch wenn ich diesmal nicht den Küstenweg, sondern den Camino Central gehe, laufe ich jetzt einfach mal mit dir die schönen Gassen hinunter, weil die wirklich malerisch sind. Und heute habe ich ja noch Zeit, einfach entspannt Porto zu genießen. Direkt unterhalb der Kathedrale gibt es auch eine öffentliche Toilette, die 50 Cent kostet und sehr sauber war.
Hier in den Gassen kann man sich einfach treiben lassen und der Nase lang laufen. Und man entdeckt immer wieder Neues. Porto ist so eine schöne Stadt. Übrigens gab es auch Restaurants, die ein günstiges Pilgermenü angeboten haben. Das hier ist die Ponte Luis und auf der kannst du den Rio Porto sowohl unten als auch oben überqueren. Und hier oben ist der Jardim do Moro, mein liebster Sonnenuntergangsplatz. Ich habe mich übrigens gegen das günstige Mittagsmenü entschieden, weil ich jetzt noch zum Mercado do Bolao möchte. Das ist eine Markthalle, bei der ich hoffe, leckere Austern, Garnelen, mit Glück etwas Entenmuscheln und andere Leckereien essen zu können. Die Ponte do São Luís kannst du übrigens sowohl hier unten als auch oben überqueren, je nachdem, wo du hin möchtest. Diese Treppenstufen geht es jetzt hoch, um zum Mercado Bolao zu gelangen. In diesem Video gebe ich dir übrigens nur ein paar Impressionen von meinem ersten Tag in Porto. Und ich werde dann später nochmal ein ausführliches Video machen, wo ich auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten erzähle. Aber das hier soll nur Impressionen bieten. I'm a lucky girl. Ich habe Guarana gefunden. Mein Lieblingsgetränk aus Brasilien. Das ist in Deutschland ganz schwer zu bekommen. Oh, das habe ich so vermisst. Wir sind nun angekommen am Mercado Bolao und das ist eine Markthalle mit vielen verschiedenen Essensmöglichkeiten. Erst führe ich dich ein bisschen durch die verschiedenen Gänge und zeige dir, was es alles gibt. Und am Ende zeige ich dir noch, was ich alles probiert und gegessen habe. Ich habe mich für eine gemischte Platte aus Austern, Miesmuscheln und Jakobsmuscheln entschieden und durfte sogar bei der Zubereitung ein bisschen filmen. Deswegen kannst du beobachten, wie mühsam es ist, die Austern zu öffnen. Und natürlich dürfte auch ein Gläschen von dem leckeren portugiesischen Weißwein nicht fehlen. So gut und passend, das ist schon eine Jakobsmuschel.
Als nächstes habe ich Tartar und Carpaccio probiert. Leider war es in der Markthalle so laut, dass meine Tonaufnahmen richtig schlecht sind. Schade, dass ich meine Originaltonaufnahme aufgrund der Geräuschkulisse nicht verwenden kann, sonst würdest du hören, wie ich genüsslich seufze, weil es so gut ist. Als letztes habe ich mir dann noch 2 Tapas, einmal mit Oktopus und einmal mit gefüllten Tintenfisch geholt. Gar nicht so einfach zu essen, ohne zu kleckern. Ich habe meine Verkostungstour durch den Mercado Palau nun abgeschlossen. Das Probieren von dem Tapas mit dem Oktopus konnte ich leider nicht mehr aufzeichnen, da ich mit einem netten Pärchen ins Gespräch kam und dann einfach nicht mehr gefilmt habe. Aber ich hoffe, es ist in Ordnung. Und dieser Tapas mit dem Oktopus war wirklich lecker. Solche Sachen bekommt man halt in Deutschland nicht und deswegen, wenn ich in einem anderen Land bin und die Möglichkeit habe, solche Sachen zu probieren, dann nutze ich das gerne. Ich werde nun noch ein bisschen Siesta machen und dann nehme ich dich mit zum Sonnenuntergang im Jardin Tomorrow. Und mal schauen, vielleicht erkunden wir auch noch die andere Seite des Rio Douro ein bisschen gemeinsam. Das entscheide ich spontan. Ich habe mich dann letztendlich entschieden, den Weg oben auf der Brücke zu nehmen, da es kürzer ist. Und außerdem bietet er wundervolle Aussichten. Den unteren Weg über die Brücke zeige ich dir dann auch in meinem ausführlichen Video über die Sehenswürdigkeiten bzw. meine Lieblingsplätze in Porto. Wenn du über die Brücke gehst, musst du ein bisschen aufpassen, da hier auch die Metro fährt und du gegebenenfalls ausweichen musst. Vor meinem Jakobsweg waren Teile der Wiesenfläche abgesperrt, da die Wiese neu angesät wurde. Nach meinem Jakobsweg war alles wieder begehbar. Für mich sind die Sonnenuntergänge im Jardin Tomorrow einfach magisch. Viele Leute kommen zusammen, um den Sonnenuntergang zu bestaunen und dabei die tolle Aussicht auf Porto. Und wenn die Sonne dann untergeht, dann klatschen alle und freuen sich. Es ist wirklich wunderschön und während du in dieser wunderschönen Kulisse sitzt und diese tolle Aussicht hast, spielen Straßenmusikanten und es ist ein wirklich einzigartiges Flair, das ich an sonst keinem Ort gefunden habe. Bei einem Besuch von Porto kann ich dir diesen Ort zum Sonnenuntergang wirklich wärmstens empfehlen.
So, ich gehe nur noch Tacos essen und beende hiermit mein Video von meiner Anreise in Porto. Morgen geht der Camino dann los und ich freue mich schon. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und verfolge meine Reise auf dem Camino weiter. Ciao!